Herzlich willkommen. Sie hören die neueste Ausgabe vom Fernruf hier im Kontrafunk. Dort, wo Menschen nicht nur Koffer packen, sondern gleich ihr ganzes Leben neu sortieren. Heute mit zwei Gästen, die genau das getan haben, nämlich Rainer Beyer und Sascha Bauer. Und Sascha, der ist einmal quer über den Atlantik gesprungen, hat in Paraguay nicht nur Wurzeln geschlagen, sondern gleich ein Hotelressort auf 3 Hektar hochgezogen. Nebenbei betreibt er eine Projektfirma und bleibt sogar noch als Versicherungsmakler in Deutschland aktiv. Multitasking auf internationalem Niveau sozusagen. Freuen Sie sich auf interessante Perspektiven und Einblicke, schöne Geschichten und landestypische Besonderheiten. Ich bin Gernot Danowski. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist der Fernruf hier im Kontrafunk. Gesta Taboniere. Suscríbete ahora. Liebe Hörer, heute geht es dorthin, wo andere im Urlaub Cocktails schlürfen, nämlich nach Paraguay. Und unser heutiger Gast hat es nicht beim Cocktail belassen. Sascha Bauer hat dort eben mal, in Anführungszeichen so ganz nebenbei, ein Hotelressort auf 3 Hektar aus dem Boden gestampft. Nebenbei betreibt er auch noch eine Projektfirma und bleibt in Deutschland als Versicherungsmakler aktiv. Also er ist jemand, der offenbar nicht nur auswandert, sondern gleich die halbe Welt, wie es scheint, jongliert. Wir wollen heute wissen, wie landet man eigentlich von einer deutschen Schreibtischrealität mitten im paraguayanischen Bauland? Wie baut man ein Ressorthotel, ohne daran zu verzweifeln? Welche Hürden warten auf Neueinsteiger? Und. Freue mich jetzt sehr, dass er da ist. Hallo Sascha Bauer. Vielen Dank. Hallo. Ja, was war denn der Auslöser für deinen Entschluss, nach Paraguay auszuwandern? Wie ist das alles gekommen? Also, da muss ich ganz vorne anfangen. Es war von mir oder von uns, von unserer Familie schon immer ein Traum, irgendwann im Ausland zu leben. Ich habe gemerkt gerade, wie sich Deutschland immer mehr von mir verabschiedet. Also ich konnte einfach mit den Werten nicht mehr, d'accord gehen, sage ich mal. Und so haben wir eigentlich geplant, dass im Rentenalter eigentlich zuerst wollte man nach Spanien gehen, nach Conil de la Frontera, und habe mich dann aber weiterhin mit anderen Ländern beschäftigt, und so fiel mir dann vor circa 20 Jahren Paraguay auf. Ich habe mich dann mit Paraguay intensiv beschäftigt und habe gesagt, das ist das Land, was auf mich passt oder auf uns passt, auch von der wirtschaftlichen Zukunft her, von der Entwicklung her von Paraguay etc. Dann kam die C-Krise. Bei der C-Krise habe ich unsere Firma in Deutschland, also vor der C-Krise, noch digitalisiert. Das heißt, wir konnten vor der C-Krise schon unsere Kunden online beraten, und mein werter Geschäftskollege und damaliger Mitgeschäftsführer und Gesellschafter wusste von meinen Plänen, und ob ich dann die Kunden aus Deutschland berate oder vom Ausland aus, macht es dann keinen Unterschied, und somit war der Startpunkt gegeben, nach Paraguay auszuwandern. Das waren natürlich glückliche Umstände und auch eine gute Vorausschau, das in der Corona-Zeit dann so zu machen. Hattest du genaue Vorstellungen von dem, was du dann hier erreichen willst, wie du das durchziehen willst und was du da machen willst? Weil ihr habt ja schon ganz schön was auf die Beine gestellt dann. Ja, also ich habe am Anfang, meinte ich noch, ich müsste öfters nach Deutschland fliegen. Deswegen haben wir am Anfang die Nähe zum Flughafen, zur Hauptstadt gesucht, haben wir da alles abgeschaut nach Grundstücke. Dann war das Gott sei Dank nicht so, dass ich dann öfters nach Deutschland musste, und somit konnten wir weitere Regionen des Landes erkundigen, beziehungsweise ich wusste ja vorher schon, wo was ist. Und wie sagt man so schön, ich habe geschaut, was fehlt da, also eine Marktanalyse gemacht, was fehlt hier. Encarnación ist die absolute Touristenstadt hier in Paraguay, und es fehlen tatsächlich Betten. Und somit war klar, dann habe ich mir die Nische oder die Branche angeschaut und habe dann entschlossen, dass wir dann ein Hotel bauen. Wow, das ist natürlich schon eine interessante Erfahrung, weil du ja auch im Hotelbau gar keine Erfahrung hattest oder wenig. Was waren denn dann so die ersten Schritte, und vor allem, gab es irgendwann einen Moment, wo du dann auch so ein bisschen aufgeschlagen bist, weil du gemerkt hast, oh, das ist jetzt doch schwieriger als gedacht? Also zum Ersten, man schaut sich die Konkurrenz an. Was bietet die Konkurrenz? Also wie gesagt, es war die Marktanalyse, die ich dann gemacht habe, ein bisschen die Preise, wie ich das kalkuliert. Und daraufhin haben wir dann Cabañas gebaut, das sind solche Ferienhäuser. Also wie man es zum Beispiel aus Griechenland kennt, aus einem Resort, ja, wo so kleine Häuschen sind mit mehreren Schlafzimmer, Küche, Bad, Terrasse etc. und like ein bisschen Garten.
Und dann haben wir angefangen zu bauen. Und ich muss tatsächlich sagen, wir sind noch nicht so auf den Boden gefallen. Im Gegenteil, wir erweitern uns jetzt. Wir sind ausgebucht. Die Nachfrage ist sehr hoch. Die Marktanalyse war korrekt von uns. Und tun uns jetzt ein bisschen erweitern. Natürlich, die Realität sieht dann nah, ist klar, wir haben ja auch in Deutschland schon vermietet gehabt, nicht jeder Tourist oder Mieter, sage ich mal, geht mit dem fremden Eigentum so um, wie man sich das wünscht. Mir hatte viel Ärger auch mit, sagen wir, hauptsächlich Immigranten aus Deutschland oder Touristen dann aus Deutschland. Anfangszeit haben wir Langzeit vermietet, das machen wir jetzt nicht mehr. Okay, das heißt, wofür steht euer Ressort? Also ist es dann wirklich was zur Erholung oder ist es so der erste Anlaufpunkt für Neuankömmlinge, von wo aus man dann seine ersten Operationen durchführen kann? Ja, es ist eine Mischung, muss ich sagen. Also es ist kein Problem, wenn jetzt die Leute dann 1, 2 Wochen hier oder auch gern 3 Wochen dann hier Urlaub machen. Was wir nicht mehr machen, sind dann irgendwelche Mieter, ja, für einen Zeitraum von 6 Monaten oder länger. Die nehmen wir nicht mehr an. Wir machen hier hauptsächlich Erholung und wir veranstalten aber auch Oktoberfeste hier bei uns im Resort oder jetzt dann Fasching oder Karneval, sagt man, ein deutscher Karneval, wo wir hier dann veranstalten. Und so machen wir speziell oder gewisse Datum haben wir dann hier verschiedene Fiestas, also Feste. Was ist denn eure Zielgruppe? Also, weil du gerade jetzt von Karneval und von Oktoberfest und so weiter gesprochen hast. Also, ist das alles sehr international oder alles sehr, sehr deutsch schon? Nee, überhaupt gar nicht. Also es war so, dass mir die Preise so kalkuliert waren, dass wir auch die Einheimischen hier begrüßen können, beziehungsweise Brasilianer etc. Es ist quer gemischt. Wir haben Europäer, wir haben Nordamerikaner, wir haben Südamerikaner. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel zum WRC Rallye-Wochenende, wo wir jetzt gehabt haben im August, den World Rally Cup, der liegt ja bei uns vor der Haustüre. Da war was ja aus Bolivien da, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Chile. Mich würde es jetzt aber schon interessieren, du hast jetzt von der Marktanalyse gesprochen und das ist jetzt vielleicht so typisch deutsch, auf die Probleme irgendwie nochmal zu fragen, ja, aber Ja. mir geht es vor allem darum, ich finde es total interessant, wie jemand von vor Ort, der eigentlich nicht so die Ahnung von den Verhältnissen von vor Ort hat, einfach es schafft, so ein schönes Hotel dahinzustellen. Deswegen, was war denn alles, was irgendwie organisiert werden musste? Was hängt denn da alles dran, wenn man sich mal dazu entschieden hat? Da müssen ja die ganzen Connections müssen fluppen. Du brauchst die Firma. Du darfst ja keinen Verzug haben. Die Lieferketten müssen eingehalten werden. Also war das für dich relativ entspannt dabei zuzuschauen oder muss man da schon arg hinterher sein? Man muss also auf jeden Fall arg hinterher sein. Wobei ich muss auch wirklich sagen, das soll es auch kein Selbstlob sein, aber ich bin, seit ich 18 bin, Unternehmer. Deswegen weiß ich so, wie manche Sachen funktionieren, sage ich gerade im Ablauf. Aber es ist wichtig, also wir sind hier angekommen in diese Ortschaft, wir waren die einzigste Ausländer, sage ich mal, und wir mussten unser Netzwerk komplett selber finden. Da sind wir dann auch gestolpert über gewisse Bauunternehmer, wo wir dann leicht enttäuscht wurden. Aber das hat sich jetzt mit der Zeit alles geregelt. Wir haben klein angefangen, das heißt, wir sind reingegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt nicht gleich Frühstück, sondern wir sind Stück für Stück sind wir gewachsen. Wir wollten nicht so schnell wachsen, so dass wir auch die Bedürfnisse unserer Touristen erfüllen können. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass wir dann eben Halbpension anbieten. Der erste Schritt war dann mit der Cocktailbar, mit dem Salzwasserpool. Und so gehen wir jetzt mit der Leistung hoch. Es wird noch eine Sauna gebaut. Wir fragen die Touristen, wie hat es euch gefallen? Was können wir verbessern? Und durch konstruktive Kritik wachsen wir eigentlich permanent, versuchen unsere Leistung zu verbessern. Das muss am Anfang, glaube ich, auch so sein. Ne? Man kann auch nicht auf alles Absolut. achten und du brauchst so ein bisschen diesen Vorschusskredit von den Kunden, die sagen, ja, da arbeiten wir jetzt mal als Schwarmintelligenz mit. Wie habt ihr euch denn das Team vor Ort aufgebaut? Ihr habt ja sicherlich nicht alle mitgebracht, ihr als Chefs, ist ja klar, ne? Aber du brauchst ja Zulieferer, Mitarbeiter im Hotel, Personal und so weiter. Gibt es da einen zuverlässigen Markt in Paraguay? Ja, absolut. Also das kann ich sagen. Die Mitarbeiter, muss ich sagen, hat sich auch ganz, ganz toll entwickelt. Wir leben hier komplett unter Paraguayern. Also das heißt, wir haben zwar die 3 Hektar, aber wir leben unter Paraguay, wir haben paraguayische Nachbarschaft. Uns war wichtig, dass wir hier die Leute mitnehmen. Wir machen ja auch Spendeaktionen, das heißt, wir holen Kleider aus Deutschland oder aus Europa, verteile sie hier. Mit meinem Freund zusammen haben wir eine Organisation und wir wollen die Menschen mitnehmen. Nur wenn man die Menschen hier mitnimmt, dann kann man hier ganz, ganz viel erreichen. Deswegen auch die Preise, auch unsere Bar, die Preise, ja, das Bier. Das kann sich jeder Paraguayer hier leisten. Ein ganz normaler Arbeiter kann zu uns vorbeikommen und kann sich ein Bier gönnen bei uns an der Bar. Und wir hatten dann damals, muss man sagen, einen ganz, ganz tollen Mensch, der Toto.
den muss ich jetzt mal erwähnen, der war so hartnäckig, der hat sich immer oben hingestellt, wo die Bauphase war und hat jedes Mal gefragt, ob wir Arbeit haben. Und mir hat es so gut gefallen, die Hartnäckigkeit, weil dann weiß ich, okay, dieser Mensch möchte arbeiten, er hat den absoluten Wille dazu, zu arbeiten. Und dann haben wir eine Lieferung bekommen von einer ganzen Klimaanlage und Kühlschränke. Und da habe ich gesagt, so, du gehst jetzt mit und du passt jetzt mal auf. Und das, wo hat er gemacht? Kam, wenn die Arbeiter das Grundstück verlassen haben, kam der Toto mit seinen Hunden, hat sich vor unser Haus gesetzt und hat aufgepasst. Es wurde in den 4 Wochen nichts gestohlen, gar nichts. Und das ist jetzt unser längster Mitarbeiter, der Toto. Und der Toto, ich habe ihn dann gefragt, Mensch, hast du noch weitere zuverlässige Menschen? Und so ging das dann weiter. Dann kam sein Cousin, dann kam sein Neffe, dann kam sein Sohn, seine Schwiegertochter, die Cousine und so ist das ganze Barrio eigentlich dann beschäftigt bei uns. Total interessant. Und da fragt man sich natürlich, wenn man die Leistungsbereitschaft mit Paraguay und Deutschland vergleicht, da tun sich dann vielleicht auch Unterschiede auf, oder? Also du hast ja noch den Kontakt in beide Welten, ne? Absolut Das richtig. heißt, gibt es da mentalitätsmäßig auch einen Unterschied? Also die einen sind so ein bisschen auf dem aufsteigenden, die anderen auf dem absteigenden Ast. Man kommt natürlich von einem ganz anderen Niveau, aus einer ganz anderen Gesellschaft, die völlig anders industrialisiert oder auch digitalisiert oder technisiert ist. Aber trotzdem, es ist mentaler Unterschied, der lässt sich ja vielleicht trotzdem feststellen, oder? Absolut richtig, ja. Also, ich sag mal so, bei uns Deutsche oder Europäer allgemein, die Pünktlichkeit, das merkt man ganz, ganz arg bei uns, ja, dass nicht so Wert auf die Pünktlichkeit Wert gelegt wird. Und was ich aber muss ich sagen, die Paraguay ist ein so fleißiges Volk, also auch gerade wenn man jetzt die Temperaturen nimmt, ja, für mich ist es hier leicht, ich hocke hier im Büro, Klimaanlage etc. Die Jungs arbeiten im Sommer draußen bei 35, 38 Grad oder teilweise 40 Grad im Hochsommer. Da muss ich sagen, Respekt vor den Jungs. Also ich weiß nicht, ob das jemand in Deutschland machen würde. Ansonsten, die Deutschen sind durchorganisiert. Die Deutschen denken langfristig. Die Paraguayer bzw. Lateinamerikaner, die in Kuba auch am Zug gearbeitet, die leben von heute auf morgen, ja, denken nicht wirklich, sage ich mal, in große Zeitabschnitte, sage ich mal, von einem Jahr, 2, 3 Jahren. Das merkt man schon in Gesprächen, was aber auch nicht verkehrt ist. Ich denke, man kann viel lernen von ihnen. Sie können ganz, ganz viel lernen von uns. Ich denke, die Mischung macht's. Und was aber auch der Vorteil ist für uns Europäer, ja, mit der Langfristigkeit, das Know-how mit Service etc., da kann man schon ganz, ganz viel noch erreichen hier in Paraguay. Das ist eben auch das Interessante, ne? Manche Völker sind eben dann erst so richtig aufgeblüht oder haben so einen richtigen Schub bekommen, als auch wieder eine gewisse Einwanderungswelle und eine gewisse Mischung stattgefunden hat. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass der große Kurfürst in Preußen die Holländer dazugeholt hat, die dann irgendwie Deiche gebaut haben und Städte und so weiter und Land trockengelegt haben. Also so wirkliche angecastete, angeworbene Fachleute aus aller Welt, die sich dann auch mit den Preußen da vor Ort schön vermischt haben und dieses Land dann auf die Art und Weise nach vorne gebracht haben. Ist der deutsche Einwanderer, der Österreicher oder der Schweizer mit dieser europäischen deutschsprachigen Mentalität nach wie vor ein gefragter Einwanderer in Paraguay? Oder, und jetzt kommt so ein bisschen die Schattenseite, gibt es hier schon so eine gewisse Ich setze mich ins gemachte Nest und jetzt dürft ihr mich bewundern Mentalität der Europäer? Beides. Es trifft beides zu. Also man muss die Story kennen von Paraguay. Ne? Also Paraguay hat ja nach dem Triple-Allianz-Krieg und nach dem Chaco-Krieg waren 80% der Männer eigentlich dann leider verstorben. Und somit wurde Werbung gemacht in Europa. Und somit kamen ganz, ganz viele Deutschsprachige, also aus dem Dachraum, die Mennoniten kamen, haben hier was ganz, ganz Tolles aufgebaut. Wenn man sieht, ja, die Auswanderungswelle und was die Deutschen bzw. die Europäer hier erreicht haben, zusammen mit den Paraguayer, ist es einzigartig. Es sind große Firmen entstanden, die von Deutschen gegründet worden sind, von Schweizer, von Österreichern. Und die Mischung, was ich vorhin schon erwähnt habe, das zusammen mit den Paraguay, mit dem Fleiß von diesen tollen Menschen hier und mit dem Unternehmertum von uns Europäer, hat dieses Land ganz, ganz viel Zukunft. Und was ist mit der von mir angesprochenen Anspruchshaltung der Europäer, beziehungsweise mit einem gewissen Faktor, wir wissen es besser als ihr? Die gibt's und ich bedauere es. Es sind einige Europäer, die kommen her, meinen, weil sie weiße Hautfarbe haben, sie sind was Besseres oder weil sie Geld haben, sie sind was Besseres. Ein Mensch
richtet sich nicht danach, ob er Geld hat auf dem Konto oder nicht, sondern ist eine Charakterfrage. Das ist Punkt 1. Viele kommen hier runter, setzen sich ins gemachte Nest und zeigen das da nach außen. Das wird nicht gut gesehen. Man muss auch sagen, die Paraguayer haben einen großen Stolz, einen wirklich sehr großen Stolz. Und wenn ich die von oben herab behandle, von dem kann ich abraten. Apropos Stolz, was allein bei uns hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz großes Thema war, alle Nationen haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Großer Jubel. Paraguay hat es ja auch geschafft. Ich kann mir vorstellen, auch in den letzten Tagen und Wochen war partymäßig so einiges los, oder? Erzähl mal ein bisschen. Absolut riesig. Also wir haben uns mit einer überragenden Vorrunde der Qualifikationsrunden hier in Südamerika qualifiziert. Wir konnten sogar den großen Nationen wie Argentinien, Brasilien Punkte abbringen und sogar gewinnen. Wir haben uns qualifiziert und wir sind für die nächsten 2 Weltmeisterschaften qualifiziert. Das heißt, USA kommt jetzt, genau, und dann haben wir 2030 wird die Weltmeisterschaft hier ausgetragen in Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und die Stimmung war enorm. Also es war wirklich, ich glaube, 2 Tage auf der Straße tanzen, trinken und Freude, Friede, Eierkuchen. War wirklich grandios. Und da hast du mit den Arbeitern im Hotel nicht gerechnet? Also ist das dann so die Mentalität, wir feiern und sind dann am nächsten Tag mal 2 Stündchen später? Oder ist die Mentalität dann schon da, dass man sagt, man ist verantwortungsbewusst und geht dem Job dann nach? Also da muss ich eine Lanze brechen für die Paraguayos. Die können trinken, ja, und sie stehen am nächsten Tag pünktlich auf der Matte, pünktlich zum Arbeitsbeginn. Da stark. Ja, das hat man auch nicht überall. Nee. Kommen wir mal zum Alltag und zum Leben in der Region. Beschreib mal den Ort, an dem du und das Ressort sich befinden, geografisch, landschaftlich und auch infrastrukturell. Was macht diesen Ort aus, so wie ich das auf Google Maps gesehen habe? Ihr liegt da direkt am Fluss. Absolut richtig, genau. Also wir sind so, ja, fast so ein Dreiländereck. Also das heißt, gegenüber, wir sind am südlichen Teil von Paraguay, in der Stadt Encarnación. Gegenüber ist eine große Stadt, also die Hauptstadt von dem Bundesland Misiones von Argentinien. Das heißt, wir können eigentlich vom Resort direkt auf die tolle Städte Posadas und Encarnación sehen. Gegenüber Posadas und 40, 50 Kilometer weiter durch Misiones durch ist schon Brasilien. Das heißt, wir haben hier im Sommer ganz, ganz viele Brasilianer, Argentinier, die hierher kommen und dann nach Encarnación ihren Urlaub verbringen. Wir haben auch 7 Strände insgesamt, wenn ich dann Carmen de Paraná noch mit dazu zähle. Unser Ort San Juan del Planá war früher ein Vorort, Stadtteil von Encarnación und habe uns vor 20 Jahren unabhängig erklärt. Es sind ganz, ganz viele Paraguayer hier in San Juan del Planá. Encarnación war schon immer eine Mischung, das heißt japanisch geprägt, ukrainisch, russisch, deutsch. Da gibt es auch einen tollen Platz, der heißt Plaza de Armas und da stehen auch teilweise Monumente, sage ich mal, Andenken an die Vorgenerationen. Ansonsten kann man die Region vergleichen mit einer kanarischen Insel, sage ich mal. Wir sind so der kalte Süden, also Paraguay die 3 Klimazonen und wir hier sind der kältere und es weht permanenten Wind. Also das heißt, wenn du 35 oder 38 Grad, was ich vorhin erwähnt habe, wir hier haben und es weht immer so ein Wind, man merkt es nicht. Also man geht in die Schatten und merkt schon eine leichte Abkühlung. Also es ist sehr, sehr angenehm. Okay, ich kenne dieses Phänomen aus Portugal, da ist immer Sonne und wenn du im Schatten bist, dann wirst du vom Wind fast schon durchgefröstelt. Aber wenn du jetzt diese 38 Grad hast und dann den Wind, es gibt Leute, die sich dann sofort erkälten. Ist das ein Thema? Absolut richtig, ja, auch wegen der Klimaanlage etc. Oder weil es halt, wenn es jetzt gerade zum Frühling, Übergangszeit, der Herbst, wenn es dann tagsüber 28 Grad hat und geht es dann nachts runter auf 13 Grad. Man ist dann unterwegs, hat dann keine lange Sachen dabei, sage ich mal, so ein Pullover. Da kann man sich schon sehr erkälten. Zur Infrastruktur ganz noch, wollte ich sagen, die Infrastruktur wird hier unheimlich ausgebaut. Das heißt, wir haben fast überall Teerstraße und Kopfsteinpflasterstraße. Wir sind hier Touristenregion, das heißt, wenn man dann Löcher sind, dann wäre die auch in der Regel gleich geflickt in der Straße. Ansonsten stehen hier momentan eine Universität bei uns hier nochmal in der Stadt San Juan. Encarnación ist auch eine Universitätsstadt und man merkt, hier ist ganz, ganz viel in Planung. Jetzt kommen wir auch mal so langsam auf die Zielgerade. Wenn wir uns jetzt mal anschauen,
dass es ganz viele weitere Auswanderer oder Auswanderungswillige gibt. Ja? Was müssen die aus deiner Sicht denn noch beachten? Du hast bestimmt den Blick für die Gesellschaft und auch für den Markt durch die Augen eines Unternehmers. Ja? Und ich habe mir mal den Satz sagen lassen, wer dorthin als Angestellter geht, der wird nicht viel Erfolg haben und auch nicht viel Geld verdienen. Aber wenn du dein eigenes Business aufmachst und das erfolgreich ist, dann kannst du hier auch ein schönes Leben führen. Ne? Aber kann man in Paraguay sein Glück noch finden? Ist noch vom Kuchen für jeden noch was da? Oder wird der Raum und auch der Markt schon ein bisschen enger? Nein, also es sind mehrere Faktoren. Also Paraguay hat für die nächsten 10, 15, 20 Jahre absolutes Wachstumspotenzial. Man muss sehen, Paraguay ist so groß wie Deutschland, Österreich, Schweiz fast zusammen, hat nur knapp 7,5 Millionen Einwohner. Es kommen immer mehr Firmen hier, Siedler an. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, der Wohlstand steigt. Der Zug ist nicht abgefahren, sagen wir mal so. Es hat immer noch Möglichkeiten. Man muss sich das Land vorher anschauen, man muss wirklich eine Marktanalyse machen. Man muss die Konkurrenz anschauen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt als Elektriker hierher komme, mache hier meine Elektrikerfirma auf und bin dann 5-mal so teuer wie ein Einheimischer. Dann werde ich auch in diesem Business keinen Erfolg haben. Und die Sprache spreche. Wenn man sich jetzt um sein Geschäft kümmert, wenn man seine Packliste vor sich hat und dann auch das ein oder andere in den Koffer hineintut, wenn man Telefonate und so weiter macht, dann vergisst man vielleicht auch gerade die wichtigen, aber einfachen Dinge. Was sind denn so praktische Tipps, die du jemandem geben kannst, der nach Paraguay einwandert, was man auf gar keinen Fall vergessen soll, was garantiert auf einen zukommt? Also man soll nicht so leichtgläubig sein. Also was mir mittlerweile wirklich, also ich habe das Gefühl, wenn die Europäer hier in Asunción landen, am Flughafen, dann geben sie die Verantwortung ab. Also das heißt, es wird nicht geprüft. Ja, das heißt, wenn ich in Deutschland ein Auto kaufe, dann schaue ich doch, ob das Auto wirklich in Ordnung ist. Und hier wird halt, sagen wir, blind gekauft. Die Grundstücke werden nicht geprüft, ob der Titel in Ordnung ist zum Beispiel. Das wird sehr leichtgläubig hier Geld in den Sand gesetzt. Und das ist der wichtigste Tipp. Oder gerade wenn es um Geld geht, bitte prüft. Also man soll halt das Geld dann nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das ist der größte Tipp. Du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, Los Loquitos Paraguay, der sich genau auch um solche Dinge kümmert. Ne? Also so wirkliche Alltagsprobleme. Ja. Wie geht's hier mit dem Einwandern, Auswandern, mit der Bürokratie und so weiter. Problemchen, die du da selber festgestellt und herausgearbeitet hast. Jetzt zum Schluss würde mich noch interessieren, was würdest du sagen, was hast du über dich und über deine Auswanderung und über dein Leben zwischen den Welten und in Paraguay gelernt? Entspanntheit. Entspanntheit und den Moment zu genießen, das Leben zu genießen, die Momente bewusst wahrzunehmen. Das ist das, was ich hier gelernt habe. Und jetzt lass uns dieses interessante, wunderbare Gespräch über Paraguay und deine Auswanderung abrunden, und zwar musikalisch. Man sagt ja klischeehaft gerade den Südamerikanern nach, dass sie viel Rhythmus haben. Wahrscheinlich gibt es da innerhalb der Südamerikaner und Mittelamerikaner auch nochmal gefühlte Abstufungen. Aber wir hören immer ganz gerne auch in die musikalische Kultur der Auswanderungsländer rein, weil man davon auch so ein bisschen einen Eindruck bekommt und den Rhythmus und das Gefühl, alles ein bisschen greifen und dann dadurch wahrnehmen kann, einfach ein bisschen das Gespür dafür entwickeln kann. Deswegen, was gibt es für ein Lied, was Paraguay deiner Meinung nach ganz gut repräsentiert, was man auch mal gehört haben könnte, wo vielleicht auch dann gleich ein kultureller Anknüpfungspunkt da ist, wenn man sagt, kenne ich, ja, kann ich mitreden. Was gibt's da? Mi Paraguay. Perfekt. Lieber Sascha, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir und deinem Geschäft und deinem Hotel alles Liebe und Gute. Weiterhin eine gute Zeit und ich hoffe, wir sprechen uns noch vor 2030, also vor der Weltmeisterschaft, die dann im eigenen Land, muss man so sagen, stattfindet. Ja, sehr gerne und vielen Dank.